Salam alaikum, ihr Lieben. Willkommen auf meinem Kanal zu einem neuen Gesundheitsvideo von mir. Wir haben jetzt Lindenblütenzeit und warum man diese wunderbaren Blüten auf keinen Fall verpassen darf, das Video verlinke ich euch hier oben. Da man die Lindenblüten aber auch wunderbar in der Naturkosmetik verwenden kann und ein Lindenblütenöl für empfindliche, trockene, entzündete und gestresste Haut herstellen kann, verlinke ich euch mein Video zu dem Lindenblütenöl auch hier oben. Heute jedoch werden wir ein Oxymel aus den Lindenblüten herstellen. Das Oxymel, auch Sauerhonig genannt, ist nicht nur ein altes Heil-, Haus- und Genussmittel, es schmeckt auch ganz wunderbar. Und zwar handelt es sich dabei um eine Zubereitung aus dem Bereich der Erfahrungs- und Volksmedizin, bestehend aus Honig, naturtrüben Bio-Apfelessig und eingelegten Kräutern. Und hier verwenden wir jetzt die Lindenblüten dazu. Das fertig hergestellte Oxymel kann man dann, wie hier jetzt zu sehen, esslöffelweise in ein Glas Wasser oder auch in einen warmen Tee im Winter geben und damit nicht nur ein köstliches Getränk herstellen, sondern gleichzeitig auch eine Medizin. Ein Oxymel bereichert auch jedes Salatdressing, welches wunderbar damit aufgepeppt werden kann. Man kann es auch sehr gut für viele andere Rezepte verwenden, wie zum Beispiel im Smoothie. Wir entfernen jetzt von den frisch gepflückten Lindenblüten erstmal die Blätter, nachdem wir die Blüten einige Stunden lang liegen gelassen haben, damit sich alle Insekten verflüchtigen können. Und sobald wir dann nur noch diese himmlisch duftenden Lindenblüten übrig haben, werden wir daraus den heilenden Sauerhonig, also das Oxymel, herstellen. Dazu füllen wir ein Glas zu mindestens 2/3 mit den Lindenblüten. Noch besser ist, wenn man es ganz auffüllen würde mit den Blüten, denn je mehr der Blüten im Glas enthalten sind und in dem Oxymel später, umso mehr heilende Eigenschaften werden davon in den Oxymel gezogen. Dann geben wir einen rohen Biohonig dazu. Ich habe hier jetzt die Hälfte dieses Glases von dem Honig verwendet, also 250 Gramm. Man könnte natürlich auch mehr Honig verwenden, aber ich verwende absichtlich immer nur minimale Mengen an Honig, weil Honig eben auch sehr viel Zucker enthält. Und da ich grundsätzlich die Low-Carb-Ernährung empfehle, würde ich auch für dieses Rezept eben weniger Honig empfehlen. Und die restliche Zutat besteht eben aus dem naturtrüben, unpasteurisierten Bio-Apfelessig, womit wir das Glas letztendlich bis oben hin füllen. Vorher werden wir kräftig alles durchschütteln, damit sich der Honig mit dem Essig gut vermischt. Und dann sehen wir zu, dass sich die Blüten unter der sogenannten Lake befinden. Diese Mischung kommt dann an einen dunklen, kühlen Ort und wird möglichst jeden Tag durchgeschüttelt. Und je länger man das Glas eben so stehen lässt, also mindestens 2 bis 4 Wochen, umso mehr der heilenden Wirkstoffe aus den Lindenblüten werden in das Oxymel übergehen. Und da die Lindenblütenzeit nur einmal im Jahr ist, sollte man sie wirklich gut nutzen und am besten gleich mehrere solcher Gläser des Oxymels herstellen. Denn das fertige Oxymel hält sich mindestens 1 Jahr lang oder noch länger. Denn die Anwendungsgebiete von jedem Oxymel sind unter anderem die Stärkung des Immunsystems, die Stärkung des Verdauungssystems, des Herz-Kreislauf-Systems, der Nerven und die allgemeine Kräftigung und Versorgung des Körpers mit lebenswichtigen Nährstoffen. In den Lindenblüten stellen Schleimstoffe den prozentual größten Anteil der medizinisch wertvollen Inhaltsstoffe. Außerdem enthält die Heilpflanze Gerbstoffe, wirksame Pflanzenfarbstoffe, also Flavonoide wie Quercetin und Rutin. Im ätherischen Öl der Lindenblüte ist unter anderem Eugenol enthalten. Nach etwa 4 Wochen gießen wir die ganze Mischung jetzt durch ein Sieb und werden die Blüten auffangen und gut abtropfen. Die übrig gebliebene Flüssigkeit ist jetzt unser Oxymel. Und dieser gesunde Trunk hat verdauungsfördernde, desinfizierende, antibakterielle sowie wundheilende Eigenschaften, ist lange haltbar und schmeckt zudem überraschend gut. Und da die Lindenblüten voller Antioxidantien sind und somit der Zellzerstörung durch freie Radikale auf natürliche Weise entgegenwirken, werden sie auch oft unterstützend sowie präventiv bei Krebserkrankungen eingesetzt. Die ätherischen Öle und Flavonoide der Lindenblüte aktivieren das Immunsystem. Indem sie die körpereigene Abwehr unterstützen, fördern sie auch die Heilung von Erkältungen, weshalb dieses Oxymel auch sehr gut für die Winterzeit geeignet ist. Und da Oxymel grundsätzlich sehr lange haltbar ist, kann man wirklich größere Mengen davon herstellen, jetzt in der Lindenblütenzeit, um dann auch in der Erkältungszeit noch etwas davon zu haben. Die Essig-Honig-Tinktur wird nicht nur als Heilmittel verwendet, sondern kann auch prophylaktisch in die Ernährung eingebaut werden. So ist es möglich, damit zuckerhaltige Sirups in Erfrischungsgetränken zu ersetzen oder es als Salatdressing oder zu Süßspeisen zu verwenden.
Auch für Sportler ist es als isotonisches Getränk geeignet. Als preiswertes Detoxmittel wirkt Oxymel zusätzlich Alterungsprozessen entgegen. Sogar äußerlich lässt sich der Sauerhonig anwenden. Bei Sonnenbrand oder Insektenstichen könnte man die Tinktur im Verhältnis 1:1 mit Wasser verdünnen, ein Tuch darin tränken und wie eine Kompresse auf die entsprechenden Stellen auflegen. Man könnte das Oxymel vorbeugend gegen Krankheiten 3 Wochen lang täglich einnehmen und nach einer einwöchigen Pause wieder damit beginnen. Die Liste an Krankheiten, bei denen der Sauerhonig Linderung verschafft, ist lang. Durch seinen hohen Mineralstoffgehalt ist Oxymel für alle Menschen mit Mineralstoffmangel sowie Muskelkrämpfen geeignet. Besonders Erwachsene in hohem Alter sowie Kinder und Jugendliche im Wachstum, die einen erhöhten Vitalstoffbedarf aufweisen, profitieren von diesem Getränk. Durch seine entzündungshemmenden Eigenschaften hat es eine positive Wirkung auf Rheuma, Gicht und Arthrose. Es wirkt fiebersenkend, ausfuhrfördernd bei Husten sowie reizlindernd bei allen Magenbeschwerden wie zum Beispiel Sodbrennen. Hier sehen wir jetzt, wie wir das Oxymel auch sehr gut für die Salatsauce verwenden können. Ich hatte vorher schon Kokosjoghurt hineingegeben, etwas Bio-Senf, Olivenöl und meine Natursalzsohle. Das Video dazu verlinke ich euch gerne nochmal hier oben. Und dann eben das Oxymel hinzugefügt und diese tolle Salatsauce, die schmeckt richtig köstlich und man kann den Salat damit sehr gut aufpeppen. Und was die Anwendungsweise des Oxymels für Kinder betrifft, so können diese zur Immunstärkung oder bei Fieber 1 bis 2 Esslöffel davon in einem Glas Wasser oder Tee aufgelöst zu sich nehmen. Auch nach einer langen Krankheit hilft die Tinktur, den Körper zu stärken und zu genesen. Mein Video zum Rosmarin-Oxymel kann ich euch hier oben übrigens noch verlinken. Liebste Grüße, Salam alaikum, eure Mariam.